1907. Coyoacán, Mexiko. Ein kleines Mädchen wird geboren, Magdalena Carmen Frida Kahlo Y. Calderón. Sie ist erst 6 Jahre alt, als die Kinderlähmung ihr rechtes Bein trifft. Die Ärzte sagen, sie wird nie normal laufen, doch Frida lacht nur. Sie trägt bunte Röcke, versteckt die Narben, tanzt mit Krücken, sie ist 18. Ein Busunfall zerfetzt ihr Leben in Sekunden. Eine Metallstange durchbohrt Hüfte, Wirbelsäule, weg. 32 Operationen folgen. Ein ganzes Jahr im Gipsbett. Die Welt sieht nur Schmerz und Dunkelheit. Frida aber sieht farbenleuchtende, schreiende Farben. Ihre Mutter stellt einen Spiegel über das Bett. Frida beginnt, sich selbst zu malen. Das erste Selbstporträt entsteht. Ich male, weil ich viel allein bin und weil ich mich selbst am besten kenne, sagt sie später. Die Schmerzen werden ihr Pinsel. Das Bett wird ihre Leinwand. Aus den Trümmern eines zerstörten Körpers entsteht eine unsterbliche Legende. Frida Kahlo, die Frau, die den Tod malte und ihn besiegte. Ihre Bilder schreien. Ihre Augen brennen. Und die Welt wird nie mehr dieselbe sein. Frida wächst in Coyoacán auf, im Blauen Haus. Ihr Vater Guillermo, deutschstämmiger Fotograf, lehrt sie die Kamera. Ihre Mutter Mathilde, streng katholisch, will eine brave Tochter. Frida aber ist wild. Sie trägt Rosen, raucht, flucht wie ein Mann. In der Schule wird sie Frida La Cuya, genannt die Lahme. Doch sie spielt Fußball, boxt, klettert auf Bäume. 1922, sie besucht die renommierte Präparatoria. Dort trifft sie Diego Rivera, riesig, berühmt, verheiratet. Sie zeigt ihm ihre Zeichnungen. Du hast Talent, sagt er. Frida verliebt sich. 6. September 1925. Sie fährt mit ihrem Freund Alejandro im Bus. Der Bus prallt gegen eine Straßenbahn. Frida fliegt durch die Scheibe. Eine Eisenstange durchbohrt ihren Unterleib. Becken, Wirbelsäule, rechtes Bein zersplittern. Sie stirbt fast. Im Krankenhaus flüstert sie, ich will leben. Monate später, im Gipsbett, beginnt sie zu malen. Der Unfall war der Anfang von allem, sagt sie später. Aus dem zerstörten Körper wächst eine neue Frida, die Malerin. Frida ist 22. Sie sucht Diego Rivera erneut auf. Ich will deine Meinung zu meinen Bildern, sagt sie. Diego, 43, verheiratet, berühmter Moralist, kommt ins Blaue Haus. Er sieht die Selbstporträts. Du bist ein Genie, sagt er. Frida lächelt. Die Liebe explodiert, August 1929. Sie heiraten in einer kleinen Zeremonie. Frida im Tebaner-Kleid, Diego im Anzug. Er ist mein Unfall, sagt sie später. Diego betrügt sie von Anfang an. Mit Modellen, Assistentinnen, sogar mit Fridas Schwester Christina. Frida weint, schreit, malt. Ich habe 2 große Unfälle, den Bus und Diego, doch sie liebt ihn leidenschaftlich. Sie reisen nach New York, San Francisco, Detroit. Diego malt riesige Wandbilder. Frida malt kleine, intime Schmerzen. Leon Trotsky kommt nach Mexiko. Frida und Diego gegen die Masur. Frida verführt den Revolutionär. Diego toleriert. Die Ehe ist ein Vulkan, Lava, Asche, Feuer. Frida malt die 2 Fridas, eine in Tivana, eine in Weiß. Die Liebe zerreißt sie und macht sie unsterblich. Frida kann nicht mehr laufen. Der Schmerz ist ihr ständiger Begleiter. Korsett aus Stahl, Leder, Gips. Sie malt darauf Blumen, Vögel, Herzen. Ich bin mein eigenes Kunstwerk, sagt sie. Die Schmerzen werden Farben. Rot für Blut, blau für Tränen, grün für Hoffnung. 1938, ihre erste Einzelausstellung in New York. Die Welt entdeckt Frida. Louvre kauft ein Bild, erste mexikanische Künstlerin dort. 1939, Paris. André Breton nennt sie Surrealistin. Frida lacht, ich male meine eigene Realität. Ihre Bilder sind klein, intim, brutal ehrlich. Gebrochene Säulen, blutende Herzen, Affen, Hirsche. Ich male mich selbst,
weil ich oft allein bin und weil ich das Motiv bin, das ich am besten kenne. Die Schmerzen lassen sie nicht schlafen. Sie trinkt Tequila, raucht, lacht laut. Viva la vida, schreibt sie auf ihre letzte Melone. Frida verwandelt Leid in Kunst. Und die Kunst macht sie unsterblich. Mexico City. Die Ausstellung Frida Kahlo im Palacio de Bellas Artes. Frida liegt im Bett, sie kann nicht mehr laufen. Man trägt sie herein. Die Menge tut. Sie lacht, trinkt, raucht, Frida stirbt. Nur 47 Jahre alt. Letzte Worte im Tagebuch. Ich hoffe, der Ausgang ist fröhlich und ich hoffe, nie mehr zurückzukehren, ihr Leichnam im blauen Haus. Tausende Beine. Diego weint. Mexiko trauert. Dann beginnt die Legende. 1970er Feminismus entdeckt Frida. Unibro, Blumenkrone, Tijuana-Kleider Symbole der Stärke. 1980er Madonna kauft ihre Bilder. 1990er Hollywood dreht Filme, Salma Hayek spielt sie Oscar-Nominierung. Heute Frida auf T-Shirts, Tassen, Tattoos. Frida Manier. Mexiko ehrt sie als Nationalheldin. Das Blaue Haus ist Museum. Millionen besuchen es. Frida ist mehr als eine Malerin. Sie ist Rebellion. Sie ist Schmerz. Sie ist Leben. Und sie lebt weiter. Juni 1954. Frida stirbt im Blauen Haus. Nur 47 Jahre alt. Die offizielle Todesursache, Lungenembolie. Doch viele glauben, sie hat das Leben selbst beendet. Letzte Worte im Tagebuch. Ich hoffe, der Ausgang ist fröhlich und ich hoffe, nie mehr zurückzukehren. Ihr Leichnam liegt im Blauen Haus aufgebahrt. Tausende kommen. Diego weint bittere Tränen. Mexiko trauert um seine Tochter. Der Sarg wird mit einer Hammer- und Sichelfahne bedeckt. Frida hätte gelacht. Dann beginnt die Unsterblichkeit. 1977 wird das Blaue Haus Museum. Heute besuchen Millionen es. Frida wird zur Ikone des Feminismus. Zur Ikone Mexikos. Zur Ikone der Kunst. Ihre Bilder hängen im Louvre, in Montequemar, in Madrid. Ihre Korsetts, ihre Kleider, ihre Schmerzen, alles ausgestellt. Frida ist nicht tot. Sie lebt in jedem Mädchen, das Nein sagt. In jedem Herzen, das trotz allem schlägt. In jeder Farbe, die aus Leid geboren wird. In jedem Pinselstrich, der mitschweißt. In jedem Menschen, der sich selbst liebt trotz Narben. In jedem, der Schmerz in Stärke verwandelt. Frida liebt. Und sie wird immer lieben. Abonnieren und Glocke aktivieren. Kommentar, wer inspiriert dich?